Spürst du den leisen, aber beständigen Wunsch nach einem Zustand des inneren Ankommens und einer verlässlichen Stabilität inmitten des ständigen Wandels im Außen? Am 16. Mai 2026 um exakt 21:59 Uhr lädt uns der nächtliche Himmel ein, für einen Moment innezuhalten und den Fokus ganz bewusst auf die Aspekte unseres Lebens zu richten, die traditionell mit Beständigkeit, innere Ruhe und einem Gefühl von getragener Sicherheit assoziiert werden. Es ist ein Moment der absoluten Stille, in dem ein ganz neuer Mondzyklus beginnt, unsichtbar für unsere Augen im Dunkeln verborgen, aber reich an symbolischen Impulsen für die Neuausrichtung unseres alltäglichen Lebensraumes. In dieser Phase werden wir eingeladen, die eigenen Werte ganz wertfrei zu betrachten und uns für die natürliche Fülle zu öffnen, die sich durch beständige, kleine Schritte entfalten kann. Nimm dir in diesem Moment die Zeit für dich selbst und lass uns gemeinsam erkunden, welche inspirierenden Möglichkeiten diese spezifische Zeitqualität für deinen Weg bereithält. Willkommen zu einer neuen Folge von Soul Nature Stars, der Podcast. Ich freue mich, dass du heute dabei bist. Mein Name ist Nicole, ich bin spirituelle Mentorin, Astrologin und Coach für Biografiearbeit. Gemeinsam tauchen wir in die Welt der Astrologie, der Spiritualität und der Selbstreflexion ein. Wir betrachten heute ein astrologisches Ereignis, das uns in seiner Symbolik dazu einlädt, das Tempo des Alltags spürbar zu verlangsamen und uns auf das Wesentliche zu besinnen. Am 16. Mai 2026 um exakt 21:59 Uhr erreicht uns der Neumond im Tierkreiszeichen Stier. Ein Neumond steht im ewigen Rhythmus des Himmels stets für den Beginn eines neuen Zyklus. Wenn sich der Mond von der Erde aus gesehen direkt zwischen unserem Planeten und der Sonne befindet, liegt die uns zugewandte Seite komplett im Dunkeln. Der Mond bleibt für das menschliche Auge für eine kurze Zeit unsichtbar, und genau diese Dunkelheit gilt in der traditionellen Astrologie als eine besonders fruchtbare Phase der Einkehr, des symbolischen Samensehens und des bewussten, leisen Neubeginns. Das Zeichen Stier führt unsere Aufmerksamkeit als stabiles Erdzeichen dabei ganz besonders zu den Themen der Beständigkeit, der Naturverbundenheit, der Schönheit, des bewussten Genusses und der materiellen sowie emotionalen Sicherheit. Es ist eine Phase, die uns dazu anregt, uns wieder mit den Dingen, den Menschen und den Werten zu verbinden, die uns ein Gefühl von Verlässlichkeit und Zufriedenheit vermitteln können. Diese aktuelle Zeitqualität betrifft die fixen Zeichen Stier, Skorpion, Löwe und Wassermann ganz besonders intensiv. Auch all jene, die wichtige Planeten oder Achsen im Bereich von 25 Grad in diesen Zeichen halten, werden die heutigen Impulse vermutlich deutlich an ihrem Erleben wahrnehmen. Es ist eine wunderbare kosmische Einladung, neue Inspiration zu sammeln, um den eigenen Seelenweg in vollkommener Eigenverantwortung weiterzugestalten und sich mit den schönen Facetten des Lebens zu verbinden. Dieser Neumond findet auf 25 Grad 57 im Stier statt und fällt in das 6. Haus des aktuellen Horoskopcharts. Das 6. Haus wird in der astrologischen Betrachtung traditionell mit den Strukturen unseres Alltags, der Organisation unseres Lebensraumes und der alltäglichen Fürsorge für unser Wohlbefinden assoziiert. Diese spezifische Positionierung lädt uns ganz konkret dazu ein, sowohl im Inneren als auch im Äußeren einmal in aller Ruhe Ordnung zu schaffen. Es gilt als eine hervorragende Phase, um bewusst auszumisten und Platz für frische Ideen zu kreieren. Dabei dürfen wir weit über das rein Materielle hinausdenken. Diese Zeitqualität lädt uns ein, auch unsere digitalen Räume zu betrachten, ungenutzte Accounts zu bereinigen, den Computer zu sortieren und all die kleinen Dinge im Alltag neu zu strukturieren, die im Hintergrund unbemerkt unsere Aufmerksamkeit binden. Indem wir uns von diesem Ballast befreien, schaffen wir Raum für neue Möglichkeiten. Der Stier lädt uns dazu ein, es in unserer Umgebung schön und gemütlich zu machen und uns von der sinnlichen, friedvollen Atmosphäre der Natur inspirieren zu lassen. In dieser Phase bietet es sich zudem an der Wertschätzung für das eigene Dasein zu arbeiten. Es ist eine Gelegenheit, die persönlichen Werte, Grenzen und alte Glaubensmuster zu hinterfragen, insbesondere wenn sie mit dem Themen Geld, Besitz und dem eigenen Sicherheitsbedürfnis verknüpft sind. Wir dürfen uns ganz wertfrei fragen, an welchen Stellen wir die Wahrnehmung von Fülle in unserem Leben vielleicht unbewusst einschränken oder welche inneren Widerstände auftauchen, wenn es um das Annehmen von Anerkennung geht. Der Stier-Neumond erinnert uns in seiner Symbolik daran, dass jeder Mensch ein natürliches Recht darauf hat, gesehen, anerkannt, gehört und respektiert zu werden. Es ist an der Zeit, sich dieser eigenen Kostbarkeit wieder bewusst zu werden und sich selbst mit einer wohlwollenden Aufmerksamkeit zu begegnen. Blicken wir weiter auf das gesamte Chart dieses Ereignisses am 16. Mai 2026, zeigt sich der Aszendent im Schützen, während sein Herrscher Jupiter im Krebs im 8. Haus steht. Zudem befindet sich Lilith direkt am Aszendenten.
Diese Konstellation bringt eine tiefgründige, weise Note in die an sich ruhevolle Stierenergie. Sie deutet darauf hin, dass unsere Suche nach Sinn und Erweiterung eng mit den tieferen emotionalen Schichten und unsere familiären Fundamenten verknüpft sein kann. Die Neumondstellung selbst, also die exakte Konjunktion von Sonne und Mond, gilt esoterisch als eine große Chance zur Wandlung und zum Neubeginn. Uns wird hier symbolisch die Möglichkeit geboten, aus den Erfahrungen der Vergangenheit, die das Fundament für das jetzige Leben bilden können, wertvolle Erkenntnisse zu ziehen, um die eigenen Zukunftsvisionen in dieser Phase ganz bewusst, klar und einladend zu ergänzen. Eng verbunden mit dieser Neumondkonjunktion ist an diesem Abend auch der Planet Merkur. Die Verbindung von Sonne, Mond und Merkur regt den Geist an, schenkt uns eine rege Auffassungsgabe und unterstützt uns in der Fähigkeit, einfühlsam auf unsere Mitmenschen einzugehen, nach der Symbolik der Astrologie. Es ist eine wunderbare Zeitqualität für den tiefen Gedankenaustausch, besonders mit vertrauten Personen in unserem Umfeld, da Verstand und Gefühl hier sehr harmonisch zusammenarbeiten können. Unter diesem Einfluss kann es auch uns bewusst werden, wo wir vielleicht dazu neigen, die Dinge sehr stark aus der eigenen Perspektive zu betrachten oder wo die Befürchtung aufkommt, dass äußere Ansprüche unsere Freiheit begrenzen könnten. Die Astrologie gibt uns hier den schönen Impuls, solche Empfindungen offen, ehrlich und wertfrei miteinander zu besprechen, um neue Formen der Balance zu finden. Ein harmonisches Sextil von Sonne und Mond zu Jupiter sorgt zusätzlich dafür, dass unsere inneren Strömungen und die nach außen gerichteten Entfaltungsenergien in einem guten Einklang stehen können. Das Gefühl beeinflusst unser Handeln auf eine sehr fließende positive Weise. Dieser Aspekt wird traditionell mit Eigenschaften wie Freigebigkeit, Beliebtheit und einer einladenden gesellschaftlichen Atmosphäre in Verbindung gebracht, was sich auch in Projekten, die auf Langfristigkeit ausgelegt sind, widerspiegeln kann. Man sagt dieser Konstellation nach, dass man in solchen Phasen die Früchte früherer, aufrechter Bemühungen ernten darf, oft unterstützt durch das private oder häusliche Umfeld. Zusätzlich verbindet ein kraftvolles Trigon den Mond mit Pluto. Dies symbolisiert in der astrologischen Tradition eine große Zielstrebigkeit in der Verfolgung und Erreichung von emotionalen Absichten und Herzenszielen. Es steht für ein intensives Gefühlsleben, das sich auch im Bereich der Sinnlichkeit und der Kunst widerspiegeln kann, gelegentlich begleitet von einer leisen, angenehmen Sentimentalität. Im Kontrast dazu steht das Quadrat des Mondes zu den Mondknoten. Dieser Aspekt kann dazu einladen, innezuhalten, auch wenn man sich vorübergehend emotionell etwas unausgeglichen fühlt. Es mag uns manchmal so vorkommen, als ließen sich die eigenen Träume und das alltägliche Schicksal nur schwer vereinbaren. Die große Chance dieses Quadrats liegt jedoch darin, tief in sich hineinzuspüren und nach innen zu fragen, ob der gewählte Weg mit dem großen Fluss des Lebens übereinstimmt. Wenn hier eine innere Übereinstimmung gefühlt wird, schenkt uns das die Inspiration, die eigenen Talente mutig einzubringen. Eine besonders dynamische und überraschende Komponente bringt die Konjunktion der Sonne mit Uranus in das Geschehen ein. Uranus steht für das Unkonventionelle, das Unabhängige und für plötzliche, frische Impulse. In der Tradition wird diese Konstellation mit originellen Ideen und überraschenden Begegnungen in Verbindung gebracht, die uns aus gewohnten Routinen herausholen und neue spannende Perspektiven eröffnen. Gleichzeitig stärkt das Trigon der Sonne zu Pluto unser Selbstbewusstsein und verbindet es mit Entschlossenheit und Tatkraft. Es beschreibt die Fähigkeit, einen konstruktiven Einfluss auf die eigene Umgebung auszuüben und sowohl körperlich als auch geistige Energien gezielt für langfristige finanzielle Planungen oder verlässliche Partnerschaften einzusetzen. Das Quadrat der Sonne zu den Mondknoten schenkt uns wiederum reichlich Gelegenheit, Eigenschaften wie Geduld, Beharrlichkeit, Anpassungsfähigkeit und Beweglichkeit als wertvolle Werkzeuge zu kultivieren, die uns dabei helfen, ganz bewusst zu wachsen. Die astrologische Betrachtung lädt uns hier zu den vertrauensvollen Sichtweisen ein, dass das Leben uns stets genau die Erfahrung reicht, die wir für unsere individuelle Reifung im Moment gerade brauchen, um gestärkt daraus hervorzugehen. Das kosmische Highlight an diesem Abend ist das kleine blaue Talentdreieck zwischen Pluto im Wassermann im 2. Haus, Neptun im Widder im 3. Haus und Uranus in den Zwillingen im 6. Haus. Diese asymmetrische Figur besteht aus harmonischen Aspekten, einem Trigon und 2 Sextilen und zeigt ein Talent an, das sich momentan in einem wunderbaren Prozess der Entwicklung befindet. Die Sextile tragen eine feine Venusqualität in sich, was symbolisch dem zarten Blütenstadium einer Pflanze entspricht. Es ist das Bestreben, weiter zu wachsen, feine Substanz aus der Umgebung aufzunehmen und das Leben in seiner Fülle zu genießen. In diesem Teilbereich der Persönlichkeit wird versucht, durch Anpassung und ohne unnötige Hektik zu wachsen. Die entsprechenden Eigenschaften entwickeln sich meist nicht durch harten, erzwungenen Einsatz, sondern vielmehr durch ein stilles Absorbieren von Erfahrungen im täglichen Leben.
Im Bewusstsein nehme Wissen und Können stetig zu, und wenn das Interesse für eine Sache erst einmal voll entfacht ist, fließt die Energie wie von selbst, sodass man mit relativer Leichtigkeit an den eigenen Vorhaben wirken kann. Nimm dir für diesen Stier-Neumond am 16. Mai 2026 einen kostbaren Moment der Stille und erlaube dir, die folgenden Fragen ganz wertfrei in deinem Bewusstsein bewegen zu lassen. Du kannst deine Gedanken dazu ganz in Ruhe in deinem Journal festhalten. Überlege einmal, welche Gedanken und Impulse du aus der heutigen Betrachtung dieser Konstellationen für deinen Alltag mitnehmen möchtest. In welchen Bereichen deines Lebens nimmst du momentan Gelegenheiten wahr, deine alltägliche Umgebung so zu gestalten, dass sie dir mehr Beständigkeit und Zufriedenheit vermittelt? Welche persönlichen Werte und Glaubensmuster in Bezug auf Besitz, Geld und materielle Sicherheit möchtest du in nächster Zeit einmal ganz in Ruhe hinterfragen? Wo bemerkst du in deinem Alltag vielleicht diese leisen Widerstände, wenn es darum geht, Fülle, Anerkennung und echte Wertschätzung anzunehmen? Welche Entdeckungen machst du, wenn du dein Augenmerk auf die kleinen stillen Talente richtest, die momentan ganz ohne Druck und harte Arbeit in dir reifen möchten? Und wie kann es gelingen, die Balance zwischen dem Wunsch nach Struktur und dem Vertrauen in deine eigene Intuition im Umgang mit den alltäglichen Aufgaben neu zu entdecken? Um die ruhende Qualität dieses Neumonds im Stier symbolisch in deinem Alltag zu integrieren, können uns feine Begleiter aus der Welt der Natur als wunderbarer Anker dienen. Ein Stein, der traditionell mit der stabilen Energie des Stiers assoziiert wird, ist der Aventurin. In der Tradition gilt er als Symbol für Entspannung, Geduld und das friedvolle Erblühen neuer Möglichkeiten. Er kann dir während deiner Reflexion als haptischer Anker dienen, um die Ruhe des Erdelements spürbar zu machen. Als duftende Unterstützung für deine Umgebung eignet sich das ätherische Öl Vetiver. Vetiver wird in der traditionellen Anwendung für seine tieferdige, holzige Note geschätzt und gilt als wunderbarer Begleiter, um den Geist zu sammeln und ein Gefühl der Erdung symbolisch zu unterstützen. Für ein begleitendes Ritual an diesem Neumondabend bietet sich die achtsame Arbeit mit dem Element Erde an, da der Stier diese Energie verkörpert. Du kannst eine kleine Schale mit frischer Erde füllen. Schreibe eine Absicht, einen Wunsch oder eine Vision für deine langfristige Stabilität und Fülle auf ein kleines Stück Papier. Vergrabe dieses Papier symbolisch in der Erde der Schale und setze eine kleine Pflanze oder einen Samen darauf. Betrachte diesen Akt als Sinnbild für das leise, stetige Wachstum deiner Vorhaben, das nun im Verborgenen, geschützt durch die Dunkelheit des Neumonds, ganz in Ruhe beginnen darf. Der Neumond im Stier am 16. Mai 2026 öffnet ein wunderbares kosmisches Fenster, um den Fokus ganz bewusst auf die eigene Beständigkeit, die Fülle und die harmonischen Strukturierung unseres Alltags zu legen. Die vielschichtigen Aspekte von Merkur, Uranus und Pluto zeigen uns, dass ein wahrer Neubeginn oft dort ansetzt, wo wir bereit sind, unsere Werte wertfrei zu hinterfragen und den alltäglichen Ballast im Außen abzuwerfen. Indem wir den Druck herausnehmen und unsere Talenten erlauben, durch das stille Sammeln von Erfahrungen im Hintergrund zu reifen, schaffen wir das Fundament für eine dauerhafte Zufriedenheit. Es ist eine einladende Aufforderung des Himmels, sich mit der Schönheit der Welt zu verbinden, die Kontrolle im Außen loszulassen und die eigene Umgebung in vollkommener Eigenverantwortung harmonisch zu gestalten. Danke, dass du heute dabei warst und mit mir die Energien des Neumonds im Stier erkundet hast. In den Shownotes findest du Werbung, Links zu einigen Produkten und Ressourcen, die ich in dieser Folge erwähnt habe. Abonniere diesen Podcast, aktiviere die Glocke und teile ihn mit Menschen, die ebenfalls von diesen kraftvollen Impulsen profitieren könnten. Ich freue mich auf den Austausch mit dir in den Kommentaren. Wie hast du die aktuelle Zeitqualität wahrgenommen? Welche Gedanken oder Impulse nimmst du aus dieser Folge mit? Bis zur nächsten Folge. Alles Liebe.